Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts auf Deutsch. Ich bin Thomas. Und ich bin Petra. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Eine Frage zum Einstieg. Wann hast du heute das erste Mal auf dein Smartphone geschaut? Beim ersten Aufwachen? Beim Frühstück? Noch im Bett, bevor du aufgestanden bist? Ich glaube, die meisten von uns kennen die Antwort. Und sie ist nicht besonders schmeichelhaft. Heute sprechen wir über digitale Technologie und ihren Einfluss auf unser Gehirn, unsere Aufmerksamkeit und unser Wohlbefinden. Und wir sprechen über digitale Detox, was das bedeutet, ob es wirklich hilft und wie man einen gesunden Umgang mit Technologie findet. Plus 20 Vokabeln auf C1-Niveau. Los geht's! Thomas, lass mich mit einer provokanten These beginnen. Smartphones machen uns dümmer. Stimmst du dem zu? Das ist eine starke These. Ich würde sagen, Smartphones verändern, wie unser Gehirn funktioniert und nicht immer zum Besseren. Aber dümmer ist vielleicht das falsche Wort. Was verändert sich dann konkret? Die Aufmerksamkeitsspanne zum Beispiel. Eine Microsoft-Studie aus dem Jahr 2015 fand heraus, dass die durchschnittliche menschliche Aufmerksamkeitsspanne von 12 Sekunden im Jahr 2000 auf 8 Sekunden gesunken ist, weniger als ein Goldfisch. Diese Zahl wurde viel zitiert und auch viel kritisiert. Aber das Grundphänomen ist real. Wer ständig zwischen Apps, Tabs und Benachrichtigungen wechselt, trainiert sein Gehirn auf schnellen Wechsel und verliert die Fähigkeit, sich tief und lange zu konzentrieren. Deep Work, tiefe, fokussierte Arbeit über lange Zeiträume, ist laut Cal Newport die wichtigste Fähigkeit der Wissensgesellschaft. Und genau diese Fähigkeit wird durch ständige digitale Ablenkung systematisch geschwächt. Es gibt auch neurobiologische Erkenntnisse. Jede Benachrichtigung, jedes Ping, jedes Like, jede neue Nachricht löst eine kleine Dopaminausschüttung aus. Das Gehirn lernt: Gerät, überprüfen gleich Belohnung. Ein klassisches Verstärkungsprinzip, dasselbe, das auch Suchtverhalten zugrunde liegt. Und die Designer der Apps wissen das. Variable Belohnungsintervalle, manchmal ist eine Benachrichtigung interessant, manchmal nicht, sind besonders suchterzeugende Muster. Genau wie bei Spielautomaten. Das ist kein Zufall. Das klingt alarmistisch, aber es ist schlicht Designrealität. Sean Parker, einer der Mitgründer von Facebook, hat offen zugegeben: Wir haben bewusst eine Feedback-Schleife sozialer Validierung gebaut, die menschliche Schwächen ausnutzt. Das bedeutet nicht, dass wir hilflos sind. Aber es bedeutet, dass bewusste Gegenwehr erforderlich ist. Denn die Technologie kämpft mit Milliardenbudget gegen unsere Aufmerksamkeit. Was sind die konkreten Auswirkungen auf Gesundheit und Wohlbefinden? Schlafstörungen sind weit verbreitet. Das blaue Licht von Bildschirmen hemmt die Melatoninproduktion, das Schlafhormon. Wer abends noch auf dem Smartphone scrollt, schläft schlechter ein und schläft unruhiger. Und Schlafmangel hat wiederum massive Auswirkungen auf Konzentration, Emotionsregulation, Immunsystem und Gedächtnis. Es ist ein Dominoeffekt. Dann ist da die Vergleichsfalle der sozialen Medien. Man sieht die kuratierten Highlights des Lebens anderer, die Urlaubsfotos, die Beförderungen, die glücklichen Familienmomente und vergleicht das mit dem eigenen ungefilterten Alltag. Das Ergebnis: Unzufriedenheit, Neid, das Gefühl, nicht genug zu sein. Studien zeigen einen klaren Zusammenhang zwischen intensiver Social-Media-Nutzung und depressiven Symptomen, besonders bei Jugendlichen. Jean Twenge von der San Diego State University hat das eindrücklich dokumentiert. Es gibt aber auch die andere Seite. Technologie verbindet Menschen über Kontinente. Sie ermöglicht Bildung für Millionen, die sonst keinen Zugang hätten. Sie rettet Leben durch Notfallkommunikation. Das Problem ist nicht Technologie an sich, sondern unkontrollierter, passiver Konsum. Der Unterschied zwischen aktivem und passivem Technologieeinsatz ist entscheidend. Wer Technologie gezielt und bewusst nutzt, um etwas zu erschaffen, zu lernen, zu kommunizieren, profitiert. Wer sich passiv von Algorithmen durch Inhalte führen lässt, verliert Zeit und Kontrolle. Der Begriff digitale Detox ist in aller Munde. Aber was bedeutet er konkret und hilft er wirklich?
Digitale Detox bezeichnet eine bewusste Auszeit von digitalen Geräten, meist Smartphones, sozialen Medien und E-Mail. Das kann ein Wochenende ohne Handy sein, ein Social-Media-Verzicht für einen Monat oder ein tägliches digitales Fasten nach 20 Uhr. Die Forschung zeigt, kurzfristige digitale Detox-Phasen verbessern nachweislich Schlafqualität, Stresserleben und Konzentrationsfähigkeit. Aber, und das ist wichtig, die Wirkung verfliegt schnell, wenn man danach nahtlos in alte Muster zurückfällt. Es geht also nicht um einen einmaligen Reset, sondern um eine dauerhafte Veränderung der Gewohnheiten. Wie bei Ernährung oder Sport hilft eine Kur wenig, wenn man danach wieder genauso ist wie vorher. Und radikale Technologieverweigerung ist für die meisten weder realistisch noch wünschenswert. Das Ziel ist nicht, keine Technologie zu nutzen. Das Ziel ist, Technologie bewusst und auf eigene Bedingungen hin zu nutzen, statt reaktiv auf Benachrichtigungen und Algorithmen zu reagieren. Das Stichwort hier ist digitale Souveränität. Die Fähigkeit, selbst zu entscheiden, wann, wie und wozu man Technologie nutzt. Nicht umgekehrt. Ausdruck 1: Die Aufmerksamkeitsspanne. Bedeutung: die Zeitdauer, über die ein Mensch seine Konzentration auf eine Sache richten kann. Beispiel 1: Ständige Benachrichtigungen verkürzen die Aufmerksamkeitsspanne und erschweren tiefes Arbeiten. Beispiel 2: Eine kurze Aufmerksamkeitsspanne ist keine Charakterschwäche, sie ist ein Trainingseffekt. Ausdruck 2: Die Ablenkung. Bedeutung: etwas, das die Aufmerksamkeit von einer wichtigen Aufgabe auf etwas anderes lenkt. Beispiel 1: Smartphones sind die größte Ablenkungsquelle in modernen Wissensarbeitsumgebungen. Beispiel 2: Wer Ablenkungen gezielt eliminiert, kann seine Produktivität deutlich steigern. Ausdruck 3: Die Benachrichtigung. Bedeutung: eine automatische Mitteilung durch eine App oder ein Gerät über neue Inhalte oder Ereignisse. Beispiel 1: Ständige Benachrichtigungen fragmentieren den Arbeitstag und stören tiefe Konzentration. Beispiel 2: Das Ausschalten von Benachrichtigungen ist einer der wirksamsten Schritte zur digitalen Entlastung. Ausdruck 4: Der Medienkonsum. Bedeutung: die Nutzung und der Konsum von digitalen und analogen Medieninhalten. Beispiel 1: Exzessiver Medienkonsum vor dem Schlafengehen beeinträchtigt die Schlafqualität erheblich. Beispiel 2: Bewusster Medienkonsum bedeutet, aktiv zu wählen, was und wie lange man konsumiert. Ausdruck 5: Die digitale Detox. Bedeutung: eine bewusste, zeitlich begrenzte Auszeit von digitalen Geräten und sozialen Medien. Beispiel 1: Eine regelmäßige digitale Detox kann Stresslevel senken und die Konzentration verbessern. Beispiel 2: Digitale Detox ist kein Luxus, sie ist eine Notwendigkeit in der hypervernetzten Welt. Ausdruck 6: Suchtartig. Bedeutung: ein Verhalten beschreibend, das zwanghaft, unkontrolliert und mit Entzugserscheinungen verbunden ist. Beispiel 1: Das ständige Überprüfen des Smartphones hat für viele Menschen suchtartige Züge angenommen. Beispiel 2: Suchtartiges Scrollen wird durch variable Belohnungsmuster der App-Designer bewusst gefördert. Ausdruck 7: Die Vergleichsfalle. Bedeutung: die Tendenz, sich nachteilig mit anderen zu vergleichen und dabei unzufrieden zu werden. Beispiel 1: Soziale Medien sind eine Vergleichsfalle. Man sieht die Highlights anderer, nicht ihren Alltag. Beispiel 2: Die Vergleichsfalle ist besonders gefährlich für das Selbstwertgefühl junger Menschen. Ausdruck 8: Die Dopaminausschüttung. Bedeutung: die Freisetzung des Neurotransmitters. Dopamin im Gehirn als Reaktion auf Belohnungsreize. Beispiel 1: Jedes Like und jede Benachrichtigung löst eine kleine Dopaminausschüttung aus. Beispiel 2: App-Designer nutzen Dopaminausschüttungen gezielt, um Nutzungszeit zu maximieren. Ausdruck 9: Die Aufmerksamkeitsökonomie. Bedeutung:
ein Wirtschaftsmodell, bei dem menschliche Aufmerksamkeit die knappe Ressource ist, um die gekämpft wird. Beispiel 1. In der Aufmerksamkeitsökonomie ist die Zeit des Nutzers das Produkt, nicht der Inhalt. Beispiel 2. Soziale Medien, Streaming und Nachrichtenportale kämpfen alle um unsere begrenzte Aufmerksamkeit. Ausdruck 10. Entgiften. Bedeutung: sich von schädlichen Einflüssen befreien, übertragen auch digitale Überlastung reduzieren. Beispiel 1. Eine Woche ohne soziale Medien kann helfen, das Gehirn von digitaler Überlastung zu entgiften. Beispiel 2. Entgiften bedeutet nicht Technikfeindlichkeit, sondern bewusstes Loslassen schädlicher Muster. Ausdruck 11. Die Informationsflut. Bedeutung: eine überwältigende Menge an Informationen, die gleichzeitig auf eine Person einwirkt. Beispiel 1. Die tägliche Informationsflut aus Nachrichten, E-Mails und sozialen Medien überfordert das Gehirn. Beispiel 2. Sich gegen die Informationsflut zu schützen, erfordert aktive Kuratierung der eigenen Quellen. Ausdruck 12. Die Bildschirmzeit. Bedeutung: die Gesamtdauer, die man täglich vor Bildschirmen verbringt. Beispiel 1. Studien empfehlen, die Bildschirmzeit vor dem Schlafengehen auf ein Minimum zu reduzieren. Beispiel 2. Viele Smartphones zeigen die tägliche Bildschirmzeit an. Die Zahlen sind oft erschreckend. Ausdruck 13. Multitasking. Bedeutung: das gleichzeitige Ausführen mehrerer Aufgaben, was das Gehirn tatsächlich nicht kann. Beispiel 1. Was wir Multitasking nennen, ist in Wirklichkeit schnelles Hin- und Herwechseln zwischen Aufgaben. Beispiel 2. Multitasking reduziert die Qualität jeder einzelnen Aufgabe und erhöht den Stresslevel. Ausdruck 14. Die digitale Souveränität. Bedeutung: die Fähigkeit, selbstbestimmt und bewusst über die eigene Technologienutzung zu entscheiden. Beispiel 1. Digitale Souveränität bedeutet, Technologie zu kontrollieren, nicht umgekehrt. Beispiel 2. Wer digitale Souveränität erlangt hat, lässt sich nicht mehr von Algorithmen durch den Tag führen. Ausdruck 15. Überfluten. Bedeutung: jemanden mit einer übermäßigen Menge an Eindrücken, Informationen oder Anforderungen überwältigen. Beispiel 1. Ständige E-Mails und Nachrichten überfluten den Arbeitstag und verhindern tiefe Konzentration. Beispiel 2. Das Gehirn kann nur eine begrenzte Menge an Informationen verarbeiten, bevor es überflutet wird. Ausdruck 16. Bewusster Umgang. Bedeutung: eine reflektierte, absichtsvolle Art, mit etwas zu interagieren. Hier, mit digitalen Geräten. Beispiel 1. Bewusster Umgang mit Technologie beginnt damit, sich zu fragen: warum greife ich jetzt zum Handy? Beispiel 2. Bewusster Umgang mit sozialen Medien kann trotzdem Spaß machen, nur eben auf eigene Bedingungen. Ausdruck 17. Die Reizüberflutung. Bedeutung: ein Zustand, in dem das Gehirn durch zu viele gleichzeitige Reize überfordert wird. Beispiel 1. Reizüberflutung durch digitale Medien führt zu Erschöpfung, Gereiztheit und Konzentrationsproblemen. Beispiel 2. Ein Abend ohne Bildschirm kann helfen, sich von täglicher Reizüberflutung zu erholen. Ausdruck 18. Entgegenwirken. Bedeutung: aktiv gegen einen Prozess oder Effekt vorgehen, um ihn abzuschwächen oder umzukehren. Beispiel 1. Regelmäßige Pausen ohne Bildschirm entgegenwirken der digitalen Erschöpfung wirkungsvoll. Beispiel 2. Um der Vergleichsfalle entgegenzuwirken, hilft es, soziale Medien bewusst zu kuratieren. Ausdruck 19. Der Algorithmus. Bedeutung: eine automatisierte Entscheidungslogik, die bestimmt, welche Inhalte einem Nutzer angezeigt werden. Beispiel 1. Der Algorithmus von sozialen Medien zeigt bevorzugt Inhalte, die starke Emotionen auslösen. Beispiel 2. Wer versteht, wie Algorithmen funktionieren, kann bewusster mit empfohlenen Inhalten umgehen. Ausdruck 20. Die Auszeit.
Bedeutung: eine bewusste Pause von Verpflichtungen, Stress oder in diesem Kontext von digitalen Geräten. Beispiel 1: Eine tägliche digitale Auszeit, zum Beispiel nach 20 Uhr, verbessert die Schlafqualität spürbar. Beispiel 2: Regelmäßige Auszeiten von sozialen Medien stärken das Wohlbefinden und die Konzentrationsfähigkeit. Im zweiten Teil schauen wir uns 4 konkrete Strategien an, wie man Technologie gesünder und bewusster nutzt, ohne komplett auf sie zu verzichten. Der einfachste und wirksamste erste Schritt. Bevor du dein Smartphone in die Hand nimmst, stelle dir eine Frage. Warum tue ich das gerade? Was möchte ich erreichen? Diese Pause von einer Sekunde unterbricht den automatischen Griff zum Gerät. Aus einer Gewohnheitsreaktion wird eine bewusste Entscheidung. Das klingt simpel, ist aber neurowissenschaftlich eine enorme Verschiebung. Man kann auch physische Barrieren einbauen. Das Handy nicht ins Schlafzimmer nehmen, es beim Essen in der Tasche lassen, einen Wecker kaufen, damit man das Smartphone nicht als Wecker braucht und es nicht im Schlafzimmer liegt. Statt ständig erreichbar zu sein, hilft es, klare Zeitfenster für E-Mails und Nachrichten zu definieren. Zum Beispiel morgens 9 Uhr, mittags 13 Uhr, abends 18 Uhr. Außerhalb dieser Zeiten kein E-Mail, kein WhatsApp. Das klingt radikal. Aber Studien zeigen, wer E-Mails nur 3-mal täglich checkt statt ständig, ist weniger gestresst und produktiver. Und die meisten Dinge sind nicht so dringend, wie sie sich anfühlen. Das ist ein kulturelles Problem, besonders in deutschen Unternehmen. Die Erwartung der ständigen Erreichbarkeit. In Frankreich gibt es seit 2017 das Recht auf Nichterreichbarkeit nach der Arbeitszeit. Deutschland diskutiert das noch. Für viele digitale Gewohnheiten gibt es analoge Alternativen, die oft befriedigender sind. Ein physisches Buch statt eines E-Books, ein Notizbuch statt einer App, ein Spaziergang statt Instagram. Das hat nichts mit Romantisierung der Vergangenheit zu tun. Es geht darum, die eigenen Präferenzen zu kennen und bewusst zu wählen. Manche Menschen lesen digitale Bücher lieber. Prima. Andere schlafen besser, wenn sie abends ein physisches Buch lesen. Auch prima. Der Schlüssel ist Bewusstheit. Wähle das, was wirklich zu dir passt, nicht das, was der Algorithmus empfiehlt. Die mächtigste Strategie ist die Gestaltung der digitalen Umgebung selbst. Benachrichtigungen ausschalten. Alle, außer wirklich wichtigen. Apps vom Startbildschirm entfernen, die man nicht bewusst öffnen möchte. Schwarz-Weiß-Modus aktivieren. Farbe macht Smartphones attraktiver. Das klingt nach kleinen Änderungen. Aber Verhaltensforschung zeigt, kleine Hürden haben große Effekte. Wenn man für eine App einen Ordner öffnen muss, nutzt man es deutlich weniger, als wenn es direkt auf dem Startbildschirm liegt. Und das Wichtigste zum Schluss: digitale Gesundheit ist keine Frage des Willens allein. Es ist eine Frage der Umgebungsgestaltung. Mach es dir leicht, gesund zu sein. Mach es dir schwer, in alte Muster zu fallen. Technologie ist ein Werkzeug. Ein mächtiges, wunderbares, manchmal gefährliches Werkzeug. Wie wir es einsetzen, bestimmen wir, wenn wir es bewusst tun. Das war unsere Folge über digitale Detox. Wie Technologie uns beeinflusst und was wir dagegen tun können. Wir haben heute 20 wichtige Ausdrücke auf C1-Niveau gelernt. Von Aufmerksamkeitsspanne und Dopaminausschüttung über Vergleichsfalle und Informationsflut bis hin zu digitale Souveränität und Algorithmus. Nutzt sie aktiv. Und jetzt seid ihr dran. Wie viel Bildschirmzeit habt ihr täglich? Und was ist eure größte digitale Herausforderung? Schreibt es in die Kommentare. Wir lesen alles. Abonniert den Kanal für neue Folgen jeden 2. Tag. Bis zur nächsten Folge. Tschüss und legt das Handy weg. Tschüss.